Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seitdem ich die Harley-Davidson Pan America habe, braucht sie immer wieder 2 Startversuche und das ist extrem erbärmlich, weil das erste Mal hört sich immer genau so an. So ein absoluter Sound. Und egal, ob du bei einer Mautstation, bei einem Gasthaus in der Stadt bist, alle Leute denken immer, deine Fahrt ist hier vorbei. Das gehört so leider manchmal. Ein bisschen traurig. Ade, tschüss. Das Bike ist tot. Da startet auf keinen Fall mehr irgendwas und der fährt keinen Meter mehr. Auf keinen Fall vergessen, bitte ein Like und ein Abo da lassen. Und um diese objektive Berichterstattung auch zu unterstützen, bitte Kanalmitglied werden. Vielen lieben Dank. Mich nervt's schon, weil es ist ein nagelneues Bike und es ist ziemlich übel. Jetzt habe ich verschiedene Gespräche geführt mit meiner Werkstatt hier in München. Hier wird gesagt, naja, du hast ja manchmal auch Geräte am Moped hängen. Hier haben wir dir eine 12 Volt Steckdose für knapp über 300 € verbaut. Aber du solltest da eigentlich keine Geräte laden, weil das zieht vielleicht zu viel Strom für die Batterie. Sehr unbefriedigend und ich muss sagen, auf meinen 38.000 Kilometern bis jetzt hat sich das nicht bestätigt. Dann war ich vor kurzem bei Harley-Davidson in Kiel. Vielen lieben Dank, die haben mich supported on the way, weil meine vordere Felge einen Riss hatte und ich auch Luft darüber verloren habe auf unserer Norwegen-Reise. Dementsprechend bin ich immer bei Werkstätten und frage dort genau dieselben Fragen und höre mir unterschiedliche Standpunkte an. Sehr spannend, sage ich euch. Dort hat man mir erzählt, bla bla bla, ich habe euch echt lieb, nur die Kurzzusammenfassung, sorry. Es waren sehr viel technische Details. Auf jeden Fall wegen einer Ventilsteuerung und wegen der Zylinder und deren Position ist das nicht möglich, dass die Pan America beim ersten Mal startet. Das ist bei der gesamten Serie so, das ist über alle Baujahre so und das ist auch bei der ST so. Kann ich so auch nicht bestätigen, weil ich habe bei meiner festgestellt, wenn ich im Leerlauf starte, startet sie zu 80 bis 90% beim ersten Mal. Ob ich Geräte angehängt habe oder nicht, macht gar keinen Unterschied. Und manchmal, aus gottgegebenen Grund, hat sie gar keinen Bock zu starten. Auch sehr ungünstig. Vor allem bei der Probefahrt der Pan America ST ist das Ding zu 100% beim ersten Mal gestartet. Und das ist halt schon auffällig. Deshalb machen wir jetzt einen Test. Ich habe extra mein Batterieladegerät für den Winter mitgenommen. Und wir machen jetzt 5 Startversuche im Leerlauf, die, ich würde sagen, immer zum ersten Mal zu 100% klappen werden. Dann machen wir 5 Startversuche im ersten Gang. Da bin ich sehr gespannt über den Outcome. Und dann hänge ich mein Batterieladegerät ans Moped. Und wir machen nochmal 5 Startversuche im ersten Gang, um meine Theorie zu bestätigen. Hey Leute, die Batterie hat einfach zu wenig Saft und deshalb startet sie nie beim ersten Mal. Und das kann man so einfach nachtesten. Ich habe alles hier, also die nächsten 10 Minuten werden es zeigen. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Für euch hier mal das ganze Setup abgebaut, damit man hier auch alles wunderschön sieht. Das heißt, die Sonne ist hell. Wow, es ist so geil nach Norwegen. 21 Grad in München ist so eine andere Welt als 11 Grad am Fjord, sage ich euch. Überlegt euch das dreifach, ob ihr nach Norwegen fahrt, aber Infos dazu kommen noch. Heißt, kein Gerät angeschlossen. Hier 12 Volt Buchse. Wir sind hier, Leerlauf. Sprit fast leer, by the way, ich sollte tanken. Startversuch 1. Kein Problem. Ich habe jetzt natürlich auch berücksichtigt, dass die Batterie immer leerer wird beim Starten. Aber wir hängen ja dann unser Batterieladegerät dran. Und ich würde sagen, 10 Startversuche sollte eine Batterie schon schaffen können. Was ihr dazu denkt, schreibt es gern in die Kommentare. Ganz wichtig bei der Harley, auch immer die komplette Startanimation abzuwarten. Sie hat schon ein bisschen länger gebraucht. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Wenn man die Startanimation nämlich nicht abwartet, kann es wirklich passieren. Ich glaube, da passiert wirklich einfach zu viel. Das Fahrwerk wird ja initialisiert, es fährt immer automatisch runter
Und ich bin da schon drauf gekommen, wenn du quasi während das Fahrwerk sich in die Ausgangsposition bewegt, wo ja fix auch Strom fließt, wenn du in der Zeit den Motor startest, klappt es eigentlich nie. Passt? Dritter Startversuch, gar kein Ding. Spannend, Leute. Wirklich sehr spannend. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ja, 10 Sekunden musst du quasi erst warten, damit das Ding startet. Okay, vierter Startversuch. Ast rein. Fünfter Startversuch in Folge, 100% perfekt. Mit Leerlauf. Jetzt ist es spannend. Ich bin nämlich auch drauf gekommen, im zweiten Gang startet sie subjektiv einfacher, als wenn der erste Gang eingelegt ist. Auch ein bisschen cheaten, aber natürlich, es ist ja leichter zu drehen für den Motor und die nicht ganz getrennte Kupplung, Zusammenhang, Schaltung, I don't know, ihr wisst, was es ist. Aber die Kupplung trennte die Verbindung zum Getriebe nicht ganz, habe ich erst bei Adventure Bikes gelernt. Erster Startversuch mit Gang eingelegt. Wow. Da bin ich sehr gespannt. Und wieso habe ich das mit der Kupplung und der Trennung erst bei Adventure Bikes gelernt? Weil man mit dem Rangieren bei dem schweren Ding eben manchmal sich ziemlich abrackert. Und irgendjemand hat mir gesagt, unbedingt immer Leerlauf reingeben, weil eben die Verbindung nicht ganz getrennt wird und es deshalb viel schwerer ist zu schieben, wenn der Gang drin ist. Zweiter Startversuch. Wow, wir sind jetzt bei 7 Startversuche in Folge. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass der hier perfekt abliefert. Vielleicht ist es wirklich nur die 12 Volt Buchse, die sie mir hier verbaut haben. Und die macht ihnen selbst jetzt Probleme. Dritter Startversuch mit Gang drinnen, problemlos. Vierter Startversuch, problemlos. Fünfter Startversuch, problemlos. Das kann es also echt nicht sein. Verdammt. Theorie widerlegt. Schreibt gerne in die Kommentare. Wahrscheinlich ist es dann echt wirklich diese 12 Volt Buchse. Sobald du hier was ranhängst, zieht das so viel Strom, das können wir sogar testen, dass es nicht mehr funktioniert. Das Spannende, die Info, die ich von Harley Davidson Kiel gekriegt habe, das hat jede Harley und das ist nicht vermeidbar. I don't know. Ist an der Stelle leider dann auch nicht zu 100% zu bestätigen, weil wir sehen ja hier immerhin 10 Startversuche ohne Stress. Das ist ja nicht mein Problem. Bei mir ist es auf Reisen eigentlich immer so, jeder Startversuch ein Problem und jeder Startversuch braucht halt mindestens einen zweiten Anlauf. Eigentlich kann man auch sagen maximal einen zweiten Anlauf, weil ja, das reicht dann auch schon. Was wir jetzt nämlich einfach machen, dieses Telefon hat 82%, das wird jetzt auch nicht die Welt fressen an Watt, aber wir machen quasi denselben Durchlauf nochmal mit Gerät hier angesteckt. Start 11 in Folge. Die Reichweite steigt auf jeden Fall. Auch kein Problem. Start 12 in Folge. Start 13 in Folge. Start 14 in Folge. Man sieht auf jeden Fall, hier sinkt die Batteriespannung schon ein wenig, mal auch unter 14 rein, wenn der Motor läuft. Normal ist sie 14,1 oder 14,2 und man sieht eigentlich nie Werte unter 14, jetzt ist sie schon teilweise unter 14. Und letzter Startversuch, wir wollen sie auch nicht zu Tode quälen, 15 Startversuche in Folge, auch mit Verbraucher angehängt. Ja, wie ist das so schön? Wenn man was zeigen will, klappt es nicht. Krass. Auch solche Videos muss es geben für objektive Berichterstattung. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so denkt. Wieso braucht die Harley eigentlich immer auf Touren 2 Startversuche? Und scheinbar hat es mit dem Stehen dann nichts zu tun, sondern vielleicht irgendwas mit dem Fahren.
Aber wenn die Batterie hier im Stand 15 Startversuche in Folge wegsteckt, immer beim ersten Mal starten anspringt, ich habe das zu 0% erwartet, dann muss es ja ein anderes Problem geben, oder? Ergibt keinen Sinn. Vielleicht wirklich diese Ventilstellung, dass ich einfach immer dieses Glück habe, wenn ich das Bike hinstelle, stehen die Ventile falsch und dann hast du diesen Verrecker-Sound. Wenn ihr eine Harley-Davidson Pan America fahrt, schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, welches Baujahr und braucht ihr in der Regel 2 Startversuche. Und das dritte, habt ihr irgendwelche Verbraucher angehängt? Das ist auch noch wichtig. Ich gehe davon aus, jeder von euch hat die Standardbatterie verbaut. Falls nicht, schreibt es auch noch unten rein. Ride out, ride safe. Man sieht sich. Tschüss.